Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal von Agathor. Wir nähern uns mit schnellen Schritten der Hälfte der Combat Patrol Zeitung. Ich glaube, es sind 80 Ausgaben, wenn mich nicht alles täuscht. Heute sind wir schon bei Nummer 37. Außerdem nähern wir uns damit leider auch dem Ende der von mir so lange erwarteten Chaos-Truppen. Aber als nächstes kommen die Orks und die Wotan, auf die freue ich mich auch schon. Und dann steht hier immer noch die imperiale Armee aus. Aber heute wird erstmal der Höllenschlechter zusammengeklebt und im nächsten Heft wird er dann bemalt. Ich hoffe, ihr seid noch happy mit den Mittwochsausgaben, die jetzt alle 2 Wochen regelmäßig kommen. Dort, wenn ihr das Format noch nicht kennt, dort gibt es ein paar andere Einblicke, da machen wir was zu meiner Werkstatt im Allgemeinen, aber auch immer wieder mal die Warhammer Premium Figuren, die kommen mittwochs. Es ist aber auch geplant, dass noch mehr Boardgames kommen und vielleicht zeige ich euch sogar mal, wenn ich was für meine Messen vorbereite oder derlei. Jetzt aber erstmal Höllenschlechter zusammenkleben. Vorher gibt es noch den Inhalt und wir sehen uns im Fazit. Alright, bevor wir mit dem großen Kleben beginnen, gucken wir uns erstmal an, was uns überhaupt im Heft erwartet. Ich versuche das mal einfach mal hier abzutrennen. Oh nee. Nee. Das lassen wir. Also ihr wisst ja, es gibt einen Höllenschlechter. Ich war mir nicht sicher, ob wir für den Kollegen Klebstoff brauchen. Hier haben wir die Antwort, wir brauchen Klebstoff. Und wir haben wieder eine Auswahl. Wir können einen von 6 Köpfen wählen. Und ihn dann hier zusammenleimen. Cool. Dann, oh ja, wir haben einiges an Varianz. Wir können ihm noch verschiedene Hörner verpassen. Bei der Bewaffnung haben wir anscheinend keine Wahl. Aber, also so für den Look, finde ich die Möglichkeiten schon ganz geil. Der Typ kriegt also einen Hammer und so einen Blaster. Nice. Dann geht es wieder um die Chaos Space Marines, überraschenderweise, und zwar um den Pfad des Ruhms. Die Krieger des Chaos kämpfen zwar zusammen mit einer Armee, doch jeder von ihnen befindet sich auf einer persönlichen Reise. Diese nennt man den Pfad des Ruhms, auf dem sie versuchen, die Anerkennung und Gunst der dunklen Mächte des Chaos zu erlangen. Hier ist noch Info zu den Dämonenprimarchen, das müsste Magnus der Rote sein, genau. Ich habe ein bisschen gespickt, aber ich wäre auch drauf gekommen. Selbst die Primarchen, die dem Chaos verfallen sind, haben den Pfad des Ruhms beschritten. Einige sind zu Dämonenprimarchen aufgestiegen, wie Magnus der Rote von den Thousand Suns, der Günstling des Chaosgottes Tzeentch ist. Magier, Zauberer, Tzeentch, passt. Und dann haben wir hier nochmal Infos zu Legionären, Verräter Astartes, Dämonenprinz, bla 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 bla. Ich lese euch was vor zu dem da, weil den haben wir ja gebaut. Dieser Chaos Space Marine wurde schreiend ins Innere eines Höllenschlechters gesperrt. Hier muss er verweilen, bis alles, was noch von ihm übrig ist, gestorben ist, unfähig aufzusteigen oder in die Verdammnis zu fallen. Und dann folgt hier auch eine Erzählung zu Der dunkle Abstieg, Teil 2. Es geht um die Eldari, die gegen die Black Legion kämpfen. Und da haben wir das Datenblatt zu unserem Höllenschlechter, natürlich. Name ist entweder Askahan, Krafna oder Basgal. Natürlich die Aufstellungsfähigkeiten. Bei Grundregel Nummer 11. Ich bin mal gespannt, ob es hier ein Szenario zu spielen gibt. Patrouillenregeln der Space Marines. Ah, das ist jetzt wieder Kampfpatrouille. Dafür haben wir auch schon mal ein paar Regeln gehabt, glaube ich. Hier sind auf jeden Fall die Ergänzungen. In Partien von Kampfpatrouille kannst du Entscheidungen über Sonderregeln und Fähigkeiten treffen, die in der jeweiligen Schlacht für deine Armee gelten. Es gibt verschiedene Verbesserungen für deinen Anführer, sekundäre Missionsziele, die deine Armee zu erreichen versucht und spezielle Gefechtsoptionen. Spannend. Noch einmal zum Abschluss so richtig scheiße hier. Dann werden die Verbesserungen erklärt. Es wird erklärt, wie man sekundäre Missionsziele erfüllt. Hier mit Schocktaktik, Zorn des Imperators. Hier haben wir die Gefechtsoptionen und es kommen auch Infos zu den Kampfpatrouillenregeln der Tyranniden. Also jetzt machen wir es auch ordentlich hier und kriegen anscheinend alles erklärt. So, da haben wir auch wieder Verbesserungen und sekundäre Missionsziele. Ich finde übrigens Flut aus Chitin einfach super funny. Und zum Ende nochmal die Gefechtsoptionen, aber
Hier haben wir jetzt tatsächlich mal eine neue Werbung am Ende, nämlich dass neue Fraktionen kommen. Ihr seht schon, das sind Orks und Wotan, also Space-Zwerge. Außerdem gibt es eine brandneue Spielmatte. Deine Schlachten werden noch spannender. Trage Gefechte mit 2 neuen Kampfpatrouillen aus, die dir neue Strategien und Wege zum Sieg ermöglichen. Auch deine bestehenden Kampfpatrouillen werden mit neuen Gefechtsoptionen, Verbesserungen und viel mehr erweitert. Ausgabe 41 kommt das, Ausgabe 61 kommt das. Orks, übernimm die Kontrolle über eine brutale und gerissene Meute Orks und ihre irren Gerätschaften. Und Konglomerate der Wotan, beanspruche und erobere Welten mit den pragmatischen Kriegern der Kin. Hier noch die Erklärung, am nächsten Heft ist der Höllenschlechter drin, im übernächsten sind tatsächlich nochmal ein paar Elder, und zwar die Phantomwächter. Sind die nur in einem Heft drin oder ist es aufgeteilt? Das müssen wir uns dann wohl näher anschauen. Jetzt wird erstmal geklebt. So, was bietet sich heute natürlich an? Ganz einfach, ich erzähle euch was zu den Höllenschlechtern. Beziehungsweise zum Hellbrute, wie er im Englischen heißt. Und wie üblich ist es so, ich habe hier eine Übersetzung ein bisschen umformuliert und zusammengekürzt aus dem englischsprachigen Warhammer Lexikanum. Der Link ist unten in der Beschreibung. Wenn euch mehr interessiert, guckt gerne bei Lore-YouTubern rein, wie Warpdust, 1000 für den Imperator und so weiter. Und natürlich Hobby Hotel. So, jetzt aber zu meiner Lore hier. Und zwar, auf den ersten Blick ist es eben so, dass ein Höllenschlechter eigentlich wirkt wie ein Dreadnought. Ihr wisst, eine von den Premium-Figuren ist eben der Brutalis Dreadnought, den ich auch schon bemalt habe. Das Video kommt, ehrlich gesagt, versprochen, ich produziere es. Aber da ist ein ganz großer Unterschied. Das wirkt zwar beides wie eine schwere Kriegsmaschine, in die eben ein Space Marine eingesetzt ist, aber der Unterschied ist krass. Denn beim Dreadnought ist es so, das ist ein verletzter Space Marine, der alleine quasi nicht mehr lebensfähig wäre, der in einen Sarkophagus eingeschlossen wird, der ihn am Leben hält, wie so eine Stasiskammer. Und von diesem Sarkophag aus steuert er eben den Dreadnought, also den Kampfroboter. Hier läuft es ganz anders. Denn ein Höllenschlechter ist kein ehrenvoller Krieger, sondern es ist quasi ein wahnsinniger Albtraum aus Fleisch und Metall. Das fängt schon damit an, wie die eigentlich entstehen. Der Höllenschlechter wird nämlich nicht in den, also der Chaos Space Marine wird nicht in den Höllenschlechter eingeschlossen, um ihn zu retten, sondern ihn erwartet hier ein Schicksal, das man eher als ewige Folter beschreiben kann. Sein Körper verwächst mehr und mehr mit der Maschine und im Endeffekt ist es ein riesiger Klumpen aus zusammengewachsenem Fleisch und Metall, bei dem man kaum noch erkennt, was das eine ist und was das andere ist. Wenn ich den bemale, werdet ihr schon sehen, das sind überall Fleisch und Haut, die über die Metallparts rüber wachsen. Auf der anderen Seite gucken aus den Armen und Beinen irgendwo Kolben raus. Das ist alles ganz irre. Und mit der Zeit werden die dadurch völlig wahnsinnig, weil sie konstant Schmerzen haben, komplett wütend und verzweifelt sind und natürlich durchknallen, ne, wenn sie in diese Maschine da reingepresst werden. Daher verlieren viele Höllenschlechter komplett den Verstand und bestehen nur noch aus Zorn und Amoklauf und unterscheiden vor allem auch nicht zwischen Freund und Feind. Das wird auch wichtig, wenn wir den Kollegen hier in dem beschriebenen Szenario einsetzen, das entweder in diesem oder im nächsten Heft drin steht. Genau deshalb werden die Hellbrutes, die Höllenschlechter, eben zwischen den Kämpfen auch wie wilde, tollwütige Tiere behandelt. Wenn sie nicht im Einsatz sind, werden die angekettet oder man nimmt sie sogar einfach aus diesem Metall raus und schmeißt sie so als halbtoten Blob irgendwo hin oder entfernt ihren Geist und bewahrt den auf. Und wenn es dann irgendwo was zu töten gibt, idealerweise sehr viele Gegner, steckt man diesen Hellbrute wieder in den Fleisch-Metallklops rein und lässt die einfach von alleine. Die Waffen werden dann einmal durchgeladen, der Körper wird vorbereitet und man steckt den Wahnsinn wieder in die Maschine. Und dann gibt es quasi kein Halten mehr. Auf dem Schlachtfeld sind die Höllenschlechter komplette Monster. Sie sind halt super schwer gepanzert, im Prinzip sind es ja Dreadnoughts, sind dementsprechend mit schweren Waffen ausgestattet, die ganze Fahrzeuge zerstören können und sie schmeißen sich komplett angstfrei in den Kampf. Die haben Energiefäuste, Flammenwerfer, schwere Geschütze, unserer hier hat einen Hammer und eine Kanone, aber gar keine Hände, ne, falls ihr es gesehen habt.
Ein Hellbrute ist eben darauf ausgelegt, so viel Schaden wie irgendwie möglich anzurichten. Aber ihre eigentliche Stärke ist tatsächlich auch ihre größte Schwäche. Die ist nämlich komplett unberechenbar und angstfrei. Die kämpfen weder taktisch noch klug. Das macht sie relativ anfällig gegen ein bisschen Hirnschmalz. Und sie gehen eben auf alles los, was sich bewegt. Scheißegal, ob das Verbündete sind oder Gegner. Ist denen komplett Jacke. Für die sind alle Gegner. Das ist also quasi eine Art lebende Waffe, die von der Chaos-Armee, das fand ich ein lustiges Bild, wie in Rambock eingesetzt wird. Man schmeißt hier also vor der eigentlichen Armee in den Feind hinein, um so viel Schaden wie irgendwie möglich anzurichten. Sie sorgen nämlich für Chaos, Angst und Zerstörung und idealerweise sind sie dann schon tot, wenn die eigenen Leute ankommen, damit sie denen nicht auch noch ans Leder wollen. Besonders grausam ist noch ein nettes Detail, wird es bei verschiedenen Legionen wie den Thousand Suns, denn die können keine eigenen Hellbrutes erschaffen. Und deshalb locken sie gerne mal Krieger mit Versprechen nach Macht und Wissen an und stopfen die dann in so eine Maschine rein. Also die nutzen nicht mal ihre eigenen Leute für die Höllenschlechter. Genau. Also ihr seht, es ist keine Maschine, die von einem Piloten gesteuert wird, sondern es ist ein Gefängnis, wobei der Insasse meiner Meinung nach eigentlich sogar mit der Gefängniszelle verwachsen ist und nur noch aus Schmerz, Wut und Wahnsinn besteht. Dann mal zum Fazit. Ja, trotz Messestress haben wir es geschafft. Der Höllenschlechter ist zusammengeklebt. Ich habe hier noch ein bisschen Werbung an. Was soll ich sagen? Ist ein cooles Modell. Das Zusammenkleben hat Spaß gemacht. War jetzt absolut keine Herausforderung. Dank Tamiya muss man auch nichts irgendwie besonders festhalten. Irgendwas wäre besonders krattelig oder so. Hat einwandfrei geklappt. Ich hatte echt Spaß beim Zusammenbau. Von der Zeit her auch überschaubar. Und wie bei allen Chaos-Modellen habt ihr unendlich viele Ersatzteile über. Die ganzen Bits kann man später auch auf jeden Fall nochmal schön verwenden. Wenn wir die Bases für die verschiedenen Fraktionen machen, dann kommen die auch nochmal zum Einsatz, da habe ich Bock drauf. Zum Höllenschlechter selbst nochmal, der steht jetzt rechts von mir in der Grundierung. Ich habe dem am Rücken noch aus den übrig gebliebenen Bits 1, 2 so Dornen irgendwo an den Rücken geklebt, wo es gepasst hat. Aber an sich haben wir da nicht viel verändert. Wir hatten noch andere Optionen mit so einer Klauenhand und derlei. Aber ich habe mich hier tatsächlich für genau den Aufbau entschieden, wie er auch in der Anleitung verlangt wird. Im nächsten Heft wird er dann angemalt. Das wird eine bisschen größere Nummer. Aber ich glaube auch nicht so anstrengend wie die 10 Legionäre, weil es eben immer noch nur eine Figur ist. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Wie immer gilt, wenn es euch gefällt, liken, teilen, abonnieren und vor allem im nächsten Mal nochmal reinschauen. Und die Special-Videos laufen ja aktuell an. Werkstattvideo ist online, hoffe ich. Und ab Mai gibt es jetzt auch neu auf Twitch, dass wir einmal im Monat live malen. Ich hoffe, ich kann das einhalten. Wenn alles klappt, ist das einmal im Monat, sonntags, vormittags, mittags, wird hier unten aus der Werkstatt über Twitch live gestreamt. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung und ich sag mal, bis dahin. Auf Twitch wird allerdings kein Warhammer gemalt, sondern ich werde versuchen, ein bisschen meinen ganzen Miniaturenschrank zu plündern. Da haben wir ja genug Scheiß drin. Ich schätze mal, wir fangen mit Bloodfields oder so an. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Video oder Livestream.